In der deutschen Sprache gibt es in einem Satz neben dem Verb immer noch Ergänzungen und Angaben, die mehr oder weniger zu diesem Verb dazugehören. In dem heutigen Video erkläre ich dir, was der Unterschied zwischen einer Ergänzung und einer Angabe ist. Und ich zeige dir, welche unterschiedlichen Arten von Ergänzungen es eigentlich gibt. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um Ergänzungen und Angaben. Du weißt sicher schon, ein Verb steht eigentlich nie allein, sondern es kommt zusammen mit anderen Satzteilen, zusammen mit anderen Wörtern. Diese unterschiedlichen Teile im Satz kann man auch in Ergänzungen und in Angaben unterteilen. Ergänzungen sind hierbei die Dinge, die grammatikalisch zwingend notwendig sind. Also die du nicht weglassen kannst, ohne dass sich der Sinn komplett ändert oder der Satz ohne diesen Teil schon gar nicht mehr funktioniert. Angaben hingegen sind zusätzliche Informationen. Das sind Informationen wie zum Beispiel die Zeit. Es ist gut zu wissen, wann eine Handlung stattfindet, aber wirklich notwendig aus grammatikalischer Sicht ist das meistens nicht. Mit der Hilfe von meinem E-Book zeige ich dir das Ganze jetzt auch noch anhand von Beispielen und ich zeige dir auch, welche unterschiedlichen Arten von Ergänzungen es gibt und worauf du dort achten musst. Grundsätzlich stehen Verben, also die Wörter, die die Handlung ausdrücken, immer mit Angaben oder Ergänzungen. Der Unterschied hier ist, eine Ergänzung kann man nicht weglassen. Sie ist also grammatikalisch notwendig. Sie ist notwendig, damit der Satz einen Sinn bekommt. Und eine Angabe ist eine zusätzliche Information, die zwar gut ist zu wissen, aber man kann sie auch weglassen. Ein Beispiel für eine Ergänzung ist zum Beispiel das Subjekt. Jedes Verb braucht ein Subjekt, also eine handelnde Person bzw. ein Gegenstand oder eine Person, über die man spricht. Das ist das Subjekt und man nennt das Ganze auch Nominativ-Ergänzung. Es gibt davon nur eine einzige Ausnahme, denn der Imperativ kann auch komplett ohne Ergänzung verwendet werden, wie hier zum Beispiel komm. Das hat damit zu tun, dass man im Imperativ mit der Person spricht, die die Handlung ausführen soll. Dementsprechend muss im Befehl die handelnde Person nicht drin sein, weil man ja zu dieser spricht. Aber alle anderen Formen brauchen immer mindestens die Nominativergänzung. Es gibt aber noch mehr Ergänzungen. Es gibt auch eine Akkusativergänzung, eine Dativ, eine Genitivergänzung und auch sogenannte präpositionale Ergänzung. Da steckt Präposition mit drin. Dementsprechend kannst du dir wahrscheinlich schon denken, was da die Ergänzung sein wird. Schauen wir uns jetzt aber erstmal noch ein Beispiel an, damit du den Unterschied zwischen Angabe und Ergänzung verstehst. Unser Beispielsatz: Der Mann gibt dem Kind jetzt den Ball. Hier haben wir Mann, das ist das Subjekt. Und Nominativ, das Subjekt, haben wir gerade gelernt, ist eine Nominativergänzung. Das kann man hier auch nicht weglassen. Dann macht der Satz keinen Sinn mehr, denn dann haben wir keine handelnde Person mehr. Dasselbe gilt auch für dem Kind und den Ball, denn das Kind ist der Empfänger von dem Ball und das Kind bekommt etwas, nämlich den Ball. Wenn wir eins von den beiden weglassen, haben wir entweder keinen Empfänger der Handlung mehr oder nichts, was wir geben. Wir brauchen also beide Teile zwingend, damit der Satz Sinn macht. Deswegen sind das alles auch Ergänzungen, nämlich eine Nominativergänzung, eine Dativergänzung und eine Akkusativergänzung. Jetzt haben wir aber jetzt hier auch noch drin stehen. Das ist eine Angabe. Du kannst das auch ganz einfach testen, indem du es weglässt. Du brauchst dieses jetzt nicht, das ist einfach nur eine zusätzliche Information.
Dementsprechend, dass das jetzt in dem Moment passiert, ist eine zusätzliche Information, die ist gut zu wissen, aber grammatikalisch nicht notwendig. Dementsprechend kannst du es auch immer einfach testen, indem du es weglässt. Macht der Satz dann immer noch Sinn und auch bei etwas komplizierteren Sätzen, ganz wichtig, bedeutet er immer noch dasselbe. Denn häufig kannst du diese auch weglassen, aber dann verändert sich der Sinn des Satzes. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Der Mann wartet mit einem Geschenk auf seine Tochter. Hier haben wir zwei Angaben. Der Mann wartet mit seinem Geschenk auf seine Tochter. Der Mann ist wie das Subjekt und dementsprechend eine Ergänzung. Und mit einem Geschenk und auf seine Tochter sind zusätzliche Informationen. Man kann sie weglassen, wie hier bei diesen beiden. Es gibt aber auch einige wenige Verben, die präpositionale Ergänzungen nutzen, wie zum Beispiel: Ich interessiere mich für Deutsch. Hier, dieses für Deutsch ist eine präpositionale Ergänzung, denn interessieren funktioniert nur zusammen mit der Präposition für. Wie genau das funktioniert, dazu gibt es zu allen einzelnen Ergänzungen einzelne Erklärungen in meinen E-Books und über die nächsten Tage verteilt, hier auch auf meinem YouTube-Kanal. Morgen geht es weiter mit den Nominativergänzungen. So, jetzt hast du einen ersten Überblick darüber, welche Ergänzungen es gibt und was Ergänzungen eigentlich sind. Morgen geht es dann weiter mit den Nominativergänzungen. Falls du das Video erst später anschaust, findest du die Playlist zu allen Videos zu den Verben mit Ergänzung hier auch in den Infokarten und natürlich am Ende des Videos. Ansonsten hoffe ich, du hast heute wieder viel gelernt und dann sehen wir uns morgen oder beim nächsten Video wieder und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.